Seit Anfang der bemannten Raumfahrt wissen wir, dass unser Körper sich im All anpasst. Muskel verliert man, Knochen geht runter und so weiter. Und das ist eigentlich nicht gewünscht. Und wir führen hier wissenschaftliche Studien durch, um zu verstehen, was eigentlich passiert im Körper und wie wir Gegenmaßnahmen einsetzen können. Mit Bettruhestudien können wir simulieren, wie ein Aufenthalt im All ist für die Astronauten. Momentan trainieren Astronauten 1,5 bis 2 Stunden am Tag. That is hard work, I can tell you. Es geht viel Zeit verloren, es geht viel Energie verloren. Wir wollen eigentlich Astronauten Richtung Mond und Mars schicken. Und wenn wir mit effektiveren und effizienteren Gegenmaßnahmen kommen, ist es eigentlich für alle sehr sinnvoll. Das Coole an dieser Studie ist natürlich, dass man ein Part von dieser Raumfahrtforschung ist. Die Probanden, die teilnehmen, nennen wir auch terrestrische Astronauten. Ja, auch alle ganz nett und ich darf ja zum Glück auch auf der Seite liegen und auf dem Bauch. Für diese Studie fragen wir Probanden, 60 Tage im Bett zu bleiben. Wir haben eine Eingewöhnungsphase von 2 Wochen und auch eine Erholungsphase von 2 Wochen. Unsere Betten haben eine 6 Grad Neigung, eine Kopftieflage. Man muss sich vorstellen, dass Astronauten eigentlich schweben, aber eigentlich gefühlsmäßig mit dem Kopf runterhängen. Und das können wir simulieren, durch die Betten auf -6 Neigung zu stellen. Alles findet im Liegen statt. Duschen, Experimente, die Zentrifugefahrten, die wir als Gegenmaßnahme testen in dieser Studie. Die Zentrifuge ist einfach eine interessante Gegenmaßnahme, weil sie einfach eine gewisse Form von Schwerkraft wieder erzeugt aufgrund der Rotation. Man merkt auch schön, dass die Flüssigkeit Richtung Beine wandert, was ein gewünschter Effekt ist, da man ja letzten Endes darüber auch wieder diesen Fluid Shift, also sprich diesen Flüssigkeitsversatz, den man im All hat, entgegenwirken kann. So, Maria, wie fühlst du dich? Während der Fahrt werdet ihr medizinisch überwacht. Das heißt, draußen sitzt ein Arzt, der euer EKG sich anschaut, Blutdruck misst. Nach diesen 60 Tagen haben wir eine Erholungsphase, wobei wir mit Physiotherapie arbeiten. Also wenn die Probanden hier rausgehen, wird keiner von draußen sehen können, dass die Probanden gerade 2 Monate im Bett waren.